Ja, und damit einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ganz herzlich willkommen zum ersten Tag auf der LogiMAT 2024 und natürlich ganz herzlich willkommen bei uns am Stand bei Jungheinrich. Mein Name ist Thomas Sauermann und Solutions that fit from every perspective ist das Jungheinrich-Motto in diesem Jahr. Ja, und da natürlich jede Intralogistiklösung individuell und damit anders ist, wollen wir jetzt die kommenden Minuten dafür nutzen, um der Frage nachzugehen, was ist denn eigentlich eine passende, was ist denn die perfekte Intralogistiklösung? Ja, und dazu begrüße ich nun ganz herzlich den Jungheinrich-Lösungsexperten Alexander Zeilhofer. Servus Alex. Servus Thomas, hallo liebe Besucherinnen und Besucher. Der Applaus ist berechtigt. Alex, wenn ich mich so zurückerinnere an die letzten Jahre, dann gab es ja bei Jungheinrich auf der LogiMAT immer so das eine große Produkt-Highlight. Beispielsweise 2018, wir erinnern uns, da war es der ETV 216i und damit der erste Schubmaststapler mit Lithium-Ionen-Technologie. Dann im letzten Jahr hatten wir den EAE 212a, den autonomen mobilen Roboter. Und wenn ich mich hier umschaue, bei diesen vielen Showcases und den vielen tollen Produkten, was würdest du denn sagen, ist das absolute Highlight-Produkt von Jungheinrich im Jahr 2024? Ja, dieses eine Highlight wird man dieses Jahr vergeblich suchen, weil dieses Jahr fokussieren wir wirklich auf das, was wirklich wichtig ist. Und das ist Lösungsexpertise. Das ist das, was unsere Besucherinnen und Besucher, unsere Kundinnen und Kunden wirklich brauchen, ist ein Lösungsanbieter. Und das ist genau das, was wir sind. Und was man auf diesem Stand dieses Jahr erfahren kann, hier an den digitalen Showcases oder auch gern bei einem Kaffee im ersten Stock. Prima. Ja, was unterscheidet denn Jungheinrich als Komplettlösungsanbieter von den vielen Startups der Branche und natürlich dem Wettbewerb? Ja, Komplettlösungsanbieter, One-Stop-Suppliers sind relativ große Begriffe und was man sich darunter ganz gern vorstellt, ist der Maßanzug, den man dem Kunden einmal hinstellt. Für uns sind es aber ein paar Aspekte mehr, die da reinspielen. Das eine ist Kundengröße, egal ob man jetzt ein Getränkehändler ums Eck ist oder ein internationaler Lebensmittelkonzern, wir werden da keine große Auswahl treffen. Wir sind da nicht sonderlich picky, sondern wir arbeiten wirklich für Kunden aller Größe. Der zweite Aspekt, und der schwingt da schon ein bisschen mit, ist Branchenunabhängigkeit. Uns interessiert es eigentlich nicht, aus welcher Branche die Kundin oder der Kunde kommt, sondern wir sind da wirklich offen für alle Zweige. Und der dritte Aspekt, und das ist meines Erachtens der wichtigste, ist, dass man eben nicht nur einmal eine Lösung anbietet, sondern wirklich über Jahre, mittlerweile teilweise Jahrzehnte für die Kundschaft da ist und ein Partner da ist. Also wir wollen ein Partner sein für unsere Kundinnen und Kunden und das heißt für uns Lösungsanbieter zu sein. Prima, dann würde ich sagen, steigen wir doch jetzt mal voll ins Thema ein und deshalb, Alex, gib uns doch am besten mal ein passendes Beispiel aus der Praxis. Wie geht es denn eigentlich los? Wie finden wir denn eigentlich das, was ich eingangs gesagt hatte, nämlich die passende Lösung für jede Anforderung? Ja, du sprichst ein bisschen das Thema Materialflussberatung, Materialflussanalyse an, wichtige Info-Eck. Jeder, der einfach nur einen Handgabelhuber machen will, der kriegt den auch einfach. Also wir gehen hier nicht in die große Lösungsberatung für einfache Lösungen, sondern wir halten es simpel. Aber es ist so, wir haben sehr viele Kundinnen und Kunden, die im Greenfield unterwegs sind und vielleicht auch sich für Vollautomatik interessieren oder Halbautomatik. Und da gehen wir voll in die Bedarfsanalyse, logistische Basisdaten ein, denken in Szenarien, verschiedene Finanzierungsoptionen, um auch den TCO-Aspekt reinzubringen, um von Anfang an die richtige Basis für die Lösung zu finden. Ja, nun engagiert sich Herr Jungheinrich in allen Unternehmens- und Industriebereichen und oftmals enden diese Lösungen im Bereich der Automatisierung. Und übrigens, wenn man sich mal auf der Jungheinrich-Webseite umschaut, dann gibt es da jede Menge Kundenbeispiele. Und eines, ja, fand ich ganz besonders beeindruckend, und zwar ist das ein mittelständischer Automobilzulieferer aus dem Süden. Was genau habt ihr da gemacht? Ja, wie du gesagt hast, das ist ein Automobilzulieferer, für den wir vor ein paar Jahren einen voll integrierten Logistik- und Produktionsstandort gebaut haben. Dort war die initiale Aufgabenstellung, Fertigwaren auf Paletten einfach zu lagern. Das haben wir umgesetzt mit dem automatischen Hochregallager und die Verbindung zur Produktion haben wir mit mobilen Robotern umgesetzt. Das war in dem Fall, waren die Ausgangsparameter relativ dankbar für uns, also Dreischichtbetrieben. Wir sind im Ländle unterwegs, das heißt, die Leute verdienen auch ganz ordentlich. Und der Kunde hat einfach eine breite Kundenbasis, was heißt, er hat Investitionssicherheit. Und in dem Fall war einfach die Vollautomatik die beste Lösung. Ja, du hast es gerade gesagt, das waren die Idealvoraussetzungen für eine Vollautomatisierung. Du hast es gesagt, 3-Schichtbetrieb, darüber hinaus ein Hochlohnumfeld. Nun ist das allerdings natürlich nicht immer der Fall. Und das heißt ja irgendwie auch, dass Automatisierung nicht automatisch immer die Standardlösung sein kann, oder? Ja genau, lass uns einfach mal auf dem Fallbeispiel ein bisschen rumspielen. In dem Fall haben wir ein vollautomatisches Hochregallager, 40 Meter, was eigentlich
eher Seltenheitswert, zumindest in dem Gebiet ist, weil es eher ländliches Gebiet, Industriegebiet, wo man vielleicht gar nicht immer die Baugenehmigung kriegt für die 40 Meter. Wenn man dann eher in 15, 12, 10 Meter unterwegs ist, aber eine ähnlich hohe Lagerdichte gerade erreichen will, sollte man vielleicht in Richtung Schmalgang tendieren. Und dann hängt es natürlich wieder ein bisschen davon ab, wie die Lohnkosten so sind. Im Ländle wird sich vielleicht auch eine automatisierte Schmalganglösung rentieren. In Osteuropa oder im 2- oder Einschichtbetrieb wird es vielleicht nur der manuelle Schmalgang sein. Aber uns ist das eigentlich relativ egal, weil wir da je nachdem, wie sich die Planungsdaten ändern, die Basisdaten ändern, immer die richtige Antwort parat haben. Ja, du hast ja gerade das automatisierte Schmalganglager oder den AutoVNA angesprochen, Alex. Und ja, in diesem Fall ist es nun so gewesen, dass das ganz hervorragend gepasst hat. Allerdings möchte ich doch mal darauf zu sprechen kommen, auf das, was wir hier so im Umfeld sehen. Denn das sind ja die mobilen Roboter. Und im letzten Jahr hatten wir einen vorgestellt, den EAE 212A, den ich ganz am Anfang angesprochen hatte, der noch diesmal wieder mit am Start ist. Wenn wir uns generell mal über das Thema mobile Roboter unterhalten, welche Rolle spielen die denn eigentlich als Teil eures Lösungsangebots? Ja, mobile Roboter als Teil unseres Leistungsspektrums in der Automatisierung spielen eine große Rolle, weil, wie wir alle wissen, Automatisierung einfach Kernprobleme lösen. Kernprobleme wie Fachkräftemangel, Prozesskostendruck, Qualitätsdruck in der Logistik, all das kann man mit Automatisierung lösen. Die mobilen Roboter im Speziellen halten wir persönlich einfach für eine sehr charmante Einstiegslösung in diese Welt der Automatisierung, weil sie vergleichsweise günstig sind. Und wir stellen uns da eigentlich auf, wie wir eben sind, als Lösungsanbieter, haben für die verschiedensten Use Cases Lösungen parat. Und ich glaube, das kann man auch ganz gut darstellen an dem Fallbeispiel wieder. In dem Fall haben wir ein automatisiertes Hochhubgerät eingesetzt, das hat damals einfach gut gepasst. Wir könnten aber gerade in diesen integrierten Produktionsstandorten, wo einfach nur eine Fördertechnik zur Fördertechniklösung gefragt ist, in Richtung AQLM gehen. Oder wenn es das komplette Gegenteil sein soll, also hoch hinaus, dann Gegengewichtsgerät Typ EKS. Oder wenn der Kunde sagt, Paletten, lieber Alex, interessiert mich nicht mehr, ich will in Richtung Behälter, dann geht es vielleicht in Richtung Soto, wo man mal richtig schön Strecke machen kann in der Produktion. Ja, du hast mit dem Soto ja gerade den Behältertransport angesprochen. Welche Möglichkeiten gibt es denn im Bereich der Automatisierung der Kleinteile-Lagerung? Ich schaue jetzt zum Beispiel gerade auf den PowerCube. Ja, du hast ja in der Intro bewiesen, dass du doch ganz gut aufgepasst hast die letzten Jahre, was die Messe-Highlights angeht. Ja, eins hast du aber vergessen, der STC, also unser Regalbediengerät für Behälter, das wäre eine absolut tolle Lösung für das Thema Behälterlagern, aber auch manuelle Behälterlager sind für uns kein Thema oder zum Beispiel unser Paternoster. Das sind alles so Oldies but Goldies, würde ich sagen, und vielfach erprobt, aber du warst schon richtig unterwegs mit dem PowerCube, ja. Ja, und trotzdem möchte ich noch kurz beim PowerCube bleiben, denn der PowerCube bringt ja gleich eine ganze Reihe von ganz speziellen Vorzügen mit sich, wie beispielsweise die Ein- und Auslagerung von unten. Darüber hinaus haben wir eine Maximalbeladung von 50 Kilogramm pro Container, was ebenfalls einzigartig ist. Gib uns doch mal ein Beispiel eines Umfelds, wo der Einsatz des PowerCubes ganz besonders sinnvoll sein könnte. Ja, lass uns zurückgehen zu unserem Fallbeispiel oder hier bleiben im Ländle. Ich habe ja schon erklärt, dass für das Fertigwarenlager alles, was da an Land links und rechts verfügbar war, schon platt gemacht wurde. Aber wir sind im Manufacturing-Bereich, das heißt, wir sind im Bereich der Transporte von Behältern unterwegs und der Kunde hat natürlich auch einen hohen Bedarf, diese Behälterlagerung irgendwie auf die Reihe zu kriegen, effizienter gestalten und im Bestand effizienter zu gestalten. Und da ist unser PowerCube eine ideale Lösung. Zum einen, wenn man auf den Boden schaut, klassischer Schubi-Boden DIN 18202, auf der anderen Seite volle Kubatur ausnutzen, bis unter die Dachschräge reingehen, hoher Nutzungsgrad und deswegen in Brownfield die ideale Lösung. Ja, an unserem PowerCube hier vor Ort, in unserem Showcase wird natürlich auch gearbeitet und hier finden sowohl die Kommissionierung als auch der Weitertransport händisch statt. Aber auch da gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten der Automatisierung, beispielsweise dein Lieblingsthema, wenn die Mitarbeiterschaft irgendwann mal in den Ruhestand geht. Ja, schön, dass du schon an Ruhestand denkst, ich tue es noch nicht. Nachdem ich noch nicht an Ruhestand stehe, denkt man mal an den Kollegen. Der Kollege könnte, wenn man jetzt den Transport hinterm PowerCube automatisieren möchte, zum Beispiel auf Behälterfördertechnik legen, um den Abtransport zu automatisieren, oder man setzt ein Soto ein, was aber in der nahen Zukunft eine viel, viel größere Rolle neben der mobilen Robotik spielen wird bei Jungheinrich, ist die stationäre Robotik. Das heißt, der Einsatz von Knickarmrobotern, um zum Beispiel ganz einfach
Behälter von links nach rechts zu versetzen oder, sehr wichtig, auch in den Behälter zu greifen und dann auf einen Zielbehälter oder eine Zielpalette zu kommissionieren. Ja, jetzt haben wir so wahnsinnig viel über Automatisierung gesprochen, aber ein allerletztes Thema möchte ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen. Und zwar sind das, wenn ich mal darüber gucke, die manuellen Stapler. Du hattest ja eingangs gesagt, dass die Jungheinrich Materialflussberatung nicht automatisch in der Automatisierung endet oder dort mündet. Welche Rolle spielt denn heute eigentlich noch der manuelle Stapler? Ist der immer noch Teil des Spiels? Ja, immer noch Teil des Spiels ist gut gesagt. Es ist nach wie vor unser Kerngeschäft. Der Stapler ist unser Kerngeschäft und dieses Kerngeschäft wollen wir natürlich nach und nach verbessern. Verbessern heißt auf der einen Seite hier ein bisschen mehr Hubhöhe, da ein bisschen mehr Tragfähigkeit, also dieser klassische Produktverbesserungsprozess. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das Ökosystem Gabelstapler im Blick. Und da gibt es zwei schöne Beispiele meines Erachtens. Das erste Thema ist Assistenzsysteme, wo wir zum Beispiel den Pre-Op-Check unterstützen, der nachhaltig Unfälle vermeiden kann. Also auch da leisten wir unseren Beitrag beim Kunden. Und der andere Aspekt ist Energiesysteme, wo wir ganz gerne beraten, weg von der bleisäurebasierten Energiesystem hin zum lithiumbasierten Energiesystem. Und sind wir ehrlich, die hohen Energiekosten sind für uns alle ein Thema. Und da helfen wir wirklich, Energie zu sparen, damit Kosten zu sparen. Und so einfach wie es ist, darum geht es in der Logistik eigentlich am ehesten, nämlich Kosten sparen. Ja, und am Ende können schlussendlich Automatisierung und Lithium-Ionen-Technologie ganz erheblich zur Nachhaltigkeit und zur Kosteneffizienz beitragen. In diesem Sinne, Alex, vielen herzlichen Dank für die tolle Vorstellung des Jungheinrich-Lösungsangebots. Und an dieser Stelle würden wir uns jetzt sehr freuen, wenn Sie sich einerseits unsere Showcases anschauen, zum Beispiel hier die Mobile Robot Arena, auf der anderen Seite der PowerCube. Natürlich nicht zu vergessen, Alex hat es gerade gesagt, die manuellen Stapler, die nach wie vor eine große Rolle spielen. Und nur für den Fall, dass Sie sich das jetzt gerade von zu Hause oder aus Ihrem Büro aus angeschaut haben, dann seien Sie so gut, besuchen Sie gerne die Jungheinrich-Webseite oder noch besser Plan B, wenden Sie sich gerne an Ihren Jungheinrich-Experten oder die Jungheinrich-Expertin. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wir wünschen noch einen großartigen Tag. Dankeschön. Ciao.